Nach dem grandiosen Tag in den Westfjorden ist meine Tour auf Island doch eigentlich vorbei, oder? Nicht wirklich. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Reise hinter uns und in dieser Episode gibt es wieder richtig was fürs Auge. Auf der Halbinsel Snæfellsnes erkunden wir die alle paar Kilometer wechselnden Landschaften, das omnipräsente vulkanische Erbe in Form von Felsen, Kratern und schwarzen Sandstränden, leichtere und auch mal richtig schwer zu fahrende Schotterpisten und wie immer gibt es jede Menge Hintergrundinfos rund um die Region für eure nächste Küchenparty. Und ein kurzer Disclaimer vorab, ich übernehme keine Verantwortung dafür, auch nur einen einzigen Ortsnamen in dieser Episode richtig auszusprechen. Ist das ein idyllischer Flecken Erde? Wie gern würde ich hier noch 1 oder 2 Tage länger einfach nur am Fjord zelten und die Seele baumeln lassen. Geht aber leider nicht. Denn ich hatte es euch ja bereits angekündigt, in dieser Episode fahren wir erst über die 2 furchtbaren Passstraßen von gestern zurück, dann weiter auf die nächste Halbinsel nach Ólafsvík und erkunden dann zusammen diesen unaussprechlichen Nationalpark. Und da ich es immer noch nicht hinkriege, den Namen auszusprechen, habe ich mir digitale Hilfe geholt. Wie wird's ausgesprochen? Snæfellsjökull. Ja, nee, ist klar. Ihr wisst Bescheid. Und wo wir es hier gerade so schön miteinander haben, dachte ich, wir zelebrieren jetzt einen ganz besonderen Moment, wenn nämlich der Island-Aufkleber mit an meinen Koffer kommt. Wundervoll. Einer kommt dieses Jahr noch dazu. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Tour. Aber bevor wir zusammen in die nächste Tour starten, müssen wir die aktuelle erstmal abschließen. Also flott das Zelt abgebaut, zurück auf den Hobel und los geht's. Und kaum bin ich wieder auf der Straße, da verlasse ich auch schon wieder den asphaltierten Abschnitt und habe die beiden Bergpässe vor mir, die ich gestern auf dem Weg zum Westkap bereits überqueren musste. Doch die haben heute einiges ihres gestrigen Schreckens verloren. Der Tag an den Westfjorden hat sich in vielerlei Hinsicht gelohnt, denn neben den vielen Eindrücken dieser prächtigen Landschaft ist auch die Routine auf Schotterstraßen wieder da. Heute komme ich hier doppelt so schnell vorwärts als gestern noch, auch ist das Fahren insgesamt viel weniger anstrengend. Die Reifen suchen sich schon ihren Weg, an meiner Lieblingsstelle mit den 15% Gefälle bin ich aber natürlich besonders vorsichtig.
Und nur weil ich die Westfjorde verlasse, heißt das nicht, dass die Schotterstraßen zu Ende sind. Denn kaum bin ich in Richtung Olavsvik abgebogen, endet die Asphaltstraße erneut ohne jede Vorankündigung. Vor mir erstreckt sich die weitläufige Küstenlandschaft der Halbinsel Snæfellsnes. Rechts folge ich immer dem Meer parallel zu den Westfjorden, links bauen sich mit jedem weiteren Kilometer die Berge immer höher auf. Der Name Snæfellsnes bedeutet übersetzt Schneeberghalbinsel mit dem übersetzt Schneeberggletscher genannten Vulkan Snæfellsjökull als Namensgeber. Und fällt euch was auf? Ich hätte mir enorm viel Strecke sparen können, wenn ich die direkte Fährverbindung zwischen den Westfjorden und Snæfellsnes genommen hätte. Die Fähre fuhr gestern Abend aber nicht mehr, außerdem hätte ich dann ja nicht so traumhaft schön am Fjord übernachten können. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Halbinsel Snæfellsnes als Miniatur-Island bezeichnet wird, da hier so ziemlich jede Landschaftsform der Insel vorkommt. Aktuell bin ich noch in den Rocky Mountains, die mich schon seit gestern Morgen begleiten, doch das ändert sich, als ich wenig später den Schotter verlasse und wieder auf eine Asphaltstraße wechsle. Denn jetzt wird die Umgebung wieder zur Steinwüste und ich bin optisch erneut in der Region des Mývatn im Osten Islands. Ihr erinnert euch, dort wo man ohne weiteres die Mondlandung hätte nachdrehen können. Allerdings gibt es einen deutlichen Unterschied. Hier handelt es sich um ein riesiges Lavafeld mit allerlei Steinformationen, Berserkjaraun genannt. Wikinger-Fans sind jetzt hellhörig geworden, sie haben das Wort Berserker gehört. Und ja, das Lavafeld hat seinen Namen tatsächlich von zwei schwedischen Berserkern, die hier der isländischen Sage nach begraben wurden. Die Berserker hatten im Mittelalter die Aufgabe, eine Straße durch das Lavafeld anzulegen und einer der beiden sollte als Dank von seinem Herrn sogar dessen Tochter zur Heirat erhalten. Tja, doch anstatt ihren Lohn zu erhalten, wurden die Berserker nach getaner Arbeit ermordet und hier begraben. Es ist verwirrend. Man sieht Berge mit schneebedeckten Gipfeln, gleichzeitig flimmert die Luft aber vor Hitze. Von einem Extrem ins nächste. Vor 2 Tagen habe ich noch gefroren, jetzt verbrennt meine Nase in der Sonne. Es ist bemerkenswert, egal wo man hier hinguckt, die Luft flimmert.
Ich bin mittlerweile im T-Shirt unterwegs, es hat schnuckelige 15 Grad, trotzdem wirkt es nicht wirklich warm, weil vom Meer natürlich immer eine frische Brise kommt. Der Vulkanboden wiederum, der meist schwarz ist, heizt sich natürlich richtig auf und egal wo man hinguckt, wirklich, es flimmert an allen Ecken und Enden. Man fühlt sich hier in einer knochentrockenen Wüste, dabei sind hinter mir Berge mit schneebedeckten Gipfeln, das Meer ist nur 1 Kilometer entfernt, aber wenn ich hier auftrete, dann steigen kleine Wölkchen auf. So staubig ist das hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mittlerweile ist auch alles, was während der Fahrt nicht bedeckt ist, von einer dicken, klebrigen Staubschicht bedeckt. Bevor ich während der Fahrt eine Aufnahme starte, wische ich immer noch mal schnell mit dem Handschuh über die Linse, um die letzte Staubschicht wegzukriegen. Das Moped ist von einer dicken Staubschicht bedeckt. Meine Kombi kann nicht ausklopfen. Wenn es jetzt regnen sollte, dann laufe ich wohl als Schlammmännchen durch die Gegend. Es wird aber jetzt auch relativ schnell wieder grüner, je weiter mich mein Weg nach Westen entlang der Küste führt. Ich passiere zunächst den 70 Meter hohen Grundafoss, den ihr entweder erwandern könnt oder ihr rückt eben wie ich mit dem Teleobjektiv auf die Pelle. Ich will euch aber auch etwas anderes zeigen, was man im Rest der Welt wohl so niemals finden würde, nur auf Island. Zunächst, das hier ist der Sjorsjufell. Wie gesagt, ich übernehme keine Verantwortung, hier irgendetwas richtig auszusprechen, eines der Wahrzeichen Islands. Auf unzähligen Fotos findet man diesen Berg, sei es im Schnee, mit Polarlichtern im Hintergrund oder sonst wie schön in Szene gesetzt. Und er ist auch wirklich schön anzusehen. Am Ende ist es aber nur ein weiterer Felsen in diesem Land, das jetzt nicht gerade wenige Felsen aufzuweisen hat. Direkt daneben befindet sich aber ein ganz besonderer Ort, nämlich eines der nur 5 Gefängnisse auf Island. Dort, wo jetzt im Sommer hunderte Touristen ihre Fotos machen, sitzen einige Isländer ihre Haftstrafe ab. Das Besondere ist aber, das Gefängnis hat keine Mauern, es handelt sich um ein sogenanntes offenes Gefängnis. Einen Zaun gibt es, aber im Grunde handelt es sich nur um ein paar Häuser direkt am Meer. Woanders auf der Welt sicherlich unvorstellbar, aber wo wollen sie denn auch hin? Mein Weg führt mich heute noch bis nach Ólafsvík, wo ich mein Lager für die Nacht errichten möchte, um von dort aus noch ein wenig die Umgebung zu erkunden. Die Westfjorde sind am Horizont noch zu sehen und es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre ich dort erst gestern Abend um ungefähr dieselbe Zeit noch gefahren. Hier prasseln täglich so viele Eindrücke auf mich ein, dass sich jeder Tag wie eine ganze Woche anfühlt. Deswegen liebe ich diese Art des Reisens, auch wenn man dabei auf eine Menge Komfort verzichten muss. Die Eindrücke, Gerüche und auch Geräusche der Umwelt sind dafür umso intensiver und Tage wie heute gleichen eine ganze Reihe schlechter Tage wieder aus. Mein Zelt auf dem Campingplatz steht, ich packe mich allerdings nach einer kurzen Pause direkt wieder auf die Straße. Da ich nicht weiß, wie morgen das Wetter werden soll, bzw. ich dem Wetterbericht nicht vertraue, will ich heute noch was unternehmen. Direkt hinter dem Campingplatz beginnt die F570, die durch den Nationalpark bis hoch zum Gletscher des Snæfellsjökull führt. Die Straße ist offiziell noch gesperrt, so wie es alle F-Straßen im Winter sind, wenn sie durch Schnee- und Wettereinflüsse unbefahrbar sind. Trotzdem kann man darauf fahren, da sie in der Regel nicht abgesperrt sind. Mehr zu den F-Straßen und ihren Sperrungen im Winter erfahrt ihr in der übernächsten Episode. Ich wollte einfach mal schauen, wie weit ich hier heute komme. Kurzer Spoiler, nicht sehr weit. Denn die F570 ist hart zu fahren. Am Anfang war noch alles gut, später möchte ich die Straße aber schon nicht mehr eine Schotterstraße nennen, es ist eher wie in einer Kiesgrube. Die 12 Kilometer bis zum Gletscher will ich mir so nicht antun, denn ich habe ja bereits einen langen Tag hinter mir, bin müde und deswegen nicht bereit, in einem unachtsamen Moment meine Maschine zu riskieren.
Und damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, wie groß die Steine auf der Straße in Wirklichkeit sind, die in der Aufnahme immer alle so klein und harmlos wirken: Ich bin fast 1,90 groß, denkt euch daher selbst, wie groß meine Hand und dieser Stein darin sind. Nee, Leute. Nee, ich drehe um, das tue ich mir nicht an. Oh, Hua, hier bleibe ich ja tot. Nee. Das ist es mir nicht wert. Nee, Leute, also ich gebe das ohne jede Schande zu, vor der Straße hier kapituliere ich. Das muss nicht mehr sein. Ich drehe um, das war bis hier 800 Meter, 1 Kilometer und es sind 12 Kilometer bis zum Gletscher. Das tue ich mir nicht an. Nee, nee. Dann starte ich lieber noch ein bisschen die Luftaufklärung. Vielleicht kommt die Drohne ja bis da hinten. Und ansonsten gibt es hier schöne Wasserfälle. Aber das hier muss ich mir nicht antun, wenn ich hier liegen bleibe. Hier ist keiner, der mir helfen könnte. Das muss nicht sein. Wenn die F570 der einzige Weg gewesen wäre, um meine Reise fortzusetzen, dann hätte ich sie mir wohl oder übel angetan. Aber so, just for fun, muss ich das nicht riskieren. Mittlerweile zieht vom Meer eine Nebelbank heran, die sich innerhalb von einer halben Stunde über die gesamte Region gelegt hat. Für mich der Anlass, zurück zum Campingplatz zu fahren und diesen schönen, aber auch wieder sehr langen und anstrengenden Tourtag zu beenden. Moin. Nachdem es gestern Abend nichts mehr mit dem Gletscher wurde, weil ich auf der Gebirgsstraße leider kapitulieren musste, dachte ich mir, hey, vielleicht morgen früh von der anderen Seite der Halbinsel. Aber ich glaube, von Bergen werde ich erstmal nicht viel sehen. Was für eine Suppe. Und das meine ich durchaus sprichwörtlich, denn der Nebel riecht nach Fisch. Wo man nichts sieht, ist Fühlen keine Schande. Ich arbeite mich also langsam weiter meinen Weg entlang. Tja, und wenn man schon vom Boden aus nichts sieht, gucken wir doch mal, wie tief die Wolken heute hängen. Dahinter muss ja irgendwas zu sehen sein. Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich mir das Reisen ohne meine Drohne mittlerweile nicht mehr vorstellen kann? Ja, habe ich schon mal erwähnt? Dann sorry für die Wiederholung, aber ich meine es auch so. Allein schon diese wunderbare Aussicht wäre vom Boden niemals möglich gewesen. Auch wenn ich nicht unbedingt jeden Tag durch Wolken oder Nebel fliegen muss. Und genau deswegen bin ich am Dettifoss nicht durch die Gischt geflogen. Das war jetzt keine Gischt, das waren nur Wolken, beziehungsweise hier der Nebel. Drohne ist komplett dicht, sieht nichts mehr. Aber der Nebel wird uns nicht mehr lange begleiten, denn fast wie mit einem Messer geschnitten endet er ziemlich genau auf der Mitte der Halbinsel. Und an dieser Stelle möchte ich euch den namensgebenden Vulkan der Halbinsel vorstellen, den Snæfellsjökull, übersetzt der Schneeberggletscher. 1446 Meter hoch und seit 1800 Jahren nicht mehr ausgebrochen. Der Berg war lange von Sagen und Mythen umgeben, erst im Jahr 1753 wurde er zum ersten Mal bestiegen. Und entgegen der Befürchtungen der Erstbesteiger war die Luft oben noch nicht so dünn, dass sie ersticken mussten. Irgendwie auch schwer auf 1446 Metern Höhe. Bekannt ist der Berg aber vor allem dank Jules Verne, in dessen Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde ist der Krater des Snæfellsjökull der Einstieg zur Unterwelt. Der Gletscher ist bei gutem Wetter wohl sogar von der isländischen Hauptstadt Reykjavik in 120 Kilometern Entfernung zu sehen.
Kontrollieren konnte ich das leider nicht, denn als ich 2 Tage später dort aufschlug, war der Himmel leider alles andere als klar. Wo geht es heute eigentlich hin? Wir beenden heute die Umrundung der Halbinsel und fahren weiter zurück auf die Hauptinsel. Und die Landschaft verändert sich erneut schlagartig, denn auf der anderen Seite des Gletschers bin ich plötzlich wieder in einer steinigen Wüstenregion zurück, alles vulkanisch geprägt. Und ich erfahre auch, warum ich es gestern nicht allzu weit über die F-Straße in Richtung Gletscher geschafft habe. An diesem Ende der Straße steht nämlich auch offiziell, dass die Straße unpassierbar ist. Ausdruck des Vulkanismus auf der Halbinsel ist der Saxhol-Krater, den ihr von der Hauptstraße aus gar nicht übersehen könnt. Der 100 Meter hohe Krater ist über eine Treppe erschlossen, wer allerdings wie ich auf langen Stelzen unterwegs ist, wird sich hier fragen, für welche winzige Schrittlänge diese Treppenstufen geplant wurden. 385 dieser Ministufen schleppe ich mich hier mit all meinem Zeug und in meiner Kombi nach oben. Beim Gehen hat man den Eindruck, man würde durch Glas laufen. Jeder Schritt knirscht unter den Stiefeln und bei den scharfkantigen Steinen wundert es mich mittlerweile auch nicht mehr, dass meine Stiefel undicht geworden sind. Das Leder sieht mittlerweile so aus, als wäre jemand mit Schmirgelpapier drüber gegangen. Direkt am Fuße des Snæfellsjökull besuche ich zu guter Letzt heute noch den Djúpalónssandur. Wieder so ein furchtbar auszusprechender Name. Wie ihr euch denken könnt, ist die Region hier durch unzählige Vulkanausbrüche geprägt. Dadurch sind nicht nur die karge Landschaft und diverse Felsformationen entstanden, sondern auch wunderbare Strände geformt worden. Am Djúpalónssandur reichen die Felsformationen daher fast bis ans Wasser, kurz vorher beginnt aber ein aus Kies bestehender schwarzer Strand. Die glatten, fein geschliffenen Steine des Strandes werden auch als die Perlen des Djúpalón bezeichnet. Heute ist die Bucht unbewohnt, früher war sie allerdings ein wichtiger Fischereistützpunkt. Und Spuren davon findet man immer noch. 1948 strandete hier ein großer Trawler, bis heute sind die metallenen Wrackteile quer über den Strand verteilt. Mitnehmen solltet ihr diese aber nicht, da sie zusammen mit dem gesamten Strand unter Schutz stehen. Damit kehre ich der Halbinsel Snæfellsnes den Rücken und mache mich auf den langen Weg zurück auf die Hauptinsel. Stolze 150 Kilometer sind es vom Westzipfel bis zu meinem nächsten Ziel. Also noch nicht abschalten, es kommt noch was. Herrschte eben noch ein sanftes Meeresklima. Bei 12 Grad sind wir jetzt wieder in dem Teil, den ich vor 3 Tagen als Rocky Mountains bezeichnet habe, mit knackigen 20 Grad.
Erkennt ihr diesen Berg hier im Hintergrund? Den habe ich bereits vor 2 Tagen auf dem Weg an die Westfjorde passiert. Nur kurz mal so zur Einordnung, wo wir mittlerweile wieder sind. Mit Bifröst bin ich zurück an der Ringstraße, Reykjavik ist nicht mehr weit. Ich befinde mich hier am Vulkankrater des Grabrock, direkt neben der kleinen Ortschaft Bifröst. Den Namen finde ich sehr sympathisch, denn in der nordischen Mythologie ist der Bifröst die Regenbogenbrücke, welche die Götterwelt Asgard mit den anderen Welten verbindet. Und warum endet die Episode zu Snæfellsnes ausgerechnet hier, viele Kilometer weit im Inland? Weil der Vulkan, auf dem ich hier stehe, immer noch zum gleichen Vulkansystem gehört, zu dem auch der Snæfellsjökull gehört. Mit knapp 90 Kilometern Länge ist es das größte aktive Vulkangebiet auf Island, auch wenn der letzte Ausbruch bereits 1000 Jahre her ist. Damit mache ich mich jetzt auf in die isländische Hauptstadt Reykjavik und hoffe natürlich, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid. Kleine Anregung, vorher holen wir noch einen ganz besonderen Menschen vom Flughafen ab. Na, habt ihr mich vermisst? Es bleibt euch also keine andere Wahl, als nächstes Mal wieder vorbeizuschauen, wenn Kati und ich zusammen Reykjavik und dessen Umgebung unsicher machen. Die nächste Episode wird etwas kürzer als die übrigen, wir gehen im Schweinsgalopp durch die isländische Hauptstadt. Da ich für Land und Natur hier bin, wird es auch nur ein einzelner Tag in Islands mit Abstand größter Stadt. Trotzdem gönnen wir uns natürlich die eine oder andere Annehmlichkeit. Ansonsten vergesst bitte nicht, mir unten in den Kommentaren euer Feedback dazulassen, einen Daumen dazulassen, vielleicht ist ja sogar ein Abo drin, wer weiß. Auf jeden Fall danke euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.